Moin ihr Lieben, mein Keller hat einen neuen Mitbewohner. Da ist eine Bullcraft MD 105 Mini-Drehmaschine eingezogen. Die ist weitgehend baugleich mit der etwas bekannteren Emco Compact 8. Nach erstem Auseinanderbau und Reinigungsarbeiten konnte ich schon Licht und Schatten bei dieser Maschine entdecken, aber das soll jetzt in diesem Video gar nicht das Thema sein. In dem Video geht es darum, welches Material ich bestellt habe für die Emco 8 bzw. Bullcraft MD 105, um sie auf eine Digitalanzeige umzurüsten. Für die Z-Achse habe ich einen Glasmaßstab mit 400 mm bestellt und auf der X-Achse da habe ich Magnetband und Magnetrieder bestellt. Da ist sehr wenig Platz und da muss ich noch gucken, wie ich die X-Achse überhaupt hinbekomme. Z dürfte kein Problem sein, X wird wahrscheinlich schon ein bisschen problematischer. In diesem Teil zeige ich euch das gekaufte Material und nenne euch auch die Preise dazu. Außerdem zeige ich euch die Konfiguration der Digitalanzeige. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei diesem Video. Heute ist das erste Teil gekommen für die Digitalanzeige und das gucken wir uns mal an. Also die Linearmaßstäbe, das Magnetband habe ich noch nicht. Das hier ist eine Sino. Irgendwelches Haltermaterial. Bedienungsanleitung, sieht nach Englisch aus, schon mal sehr gut, kein Chinesisch, anscheinend eine Abdeckung. Netzkabel. Noch ein bisschen Anbaumaterial. Ja, sieht fast ein bisschen watzig aus für diese kleine Maschine. Drehen wir ein bisschen hoch, wenn man das jetzt sieht. Noch ein bisschen höher vielleicht. Ja, hier soll die so irgendwo hin. Und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Arm hier verbaue. Am liebsten ja eigentlich einen Magnethalter. Das muss ich dann mal sehen. Ja, ich werde das Ding jetzt mal anschließen und werde aber zunächst mal in die Bedienungsanleitung reinschauen. Dann geht es gleich weiter. Das beiliegende Material zur Befestigung der Droh habe ich teilweise verwendet. Ich hatte aber noch einen alten Magnethalter von einer Messuhr mit einer 12er Stange. Und diesen Messhalter mit der 12er Stange habe ich dann verwendet als Fuß für die Halterung. Da musste ich nur noch ein paar 3D-Druckteile erstellen, damit das Rohr gut passt. Und damit habe ich dann einen ganz guten Fuß, den ich auch jederzeit verschieben kann, indem ich den Magnet löse und wieder schließe und die Position auch mal ändern kann. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Nach der Digitalanzeige ist jetzt auch der Glasmaßstab angekommen. Bei AliExpress bestellt, aus Polen geliefert. Gucken wir mal, was da so alles drin ist. Auf jeden Fall schon mal der Glasmaßstab. Abdeckblech, ein Winkel, ja, so Endkappen. Das könnte ich eigentlich gleich mal testen, ob der schon so direkt an der Droh funktioniert. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Pegel an den richtigen Pins liegen.
also A und B, an dem richtigen Pin liegt, der halt eben dann auch passend ist zu der Droh, die man gekauft hat. Ja, ich mache mal einen kurzen Schnitt und schließe das mal an. Ich habe den Glasmaßstab jetzt mal an die X-Achse von der Droh angeschlossen. Das ist ein KA35 400 mm TTL. Vielleicht sieht man es, der Tastkopf, der sitzt ein bisschen schräg drauf. Dieses Kunststoffteil, was man hier sieht, das bleibt drin bis zum Einbau. Dadurch wird der korrekte Abstand vom Tastkopf zu dem Gitter hier unten drin gewährleistet. Also das macht man erst ab, nachdem alles ausgerichtet ist und verschraubt ist. Ja, und jetzt können wir mal gucken, ob das jetzt schon direkt so funktioniert, ohne dass ich irgendwas an der Droh konfiguriert habe. Ich versuche den ein bisschen gerader zu stellen beim Verschieben. Verschiebe ihn jetzt mal ein bisschen. Bis ganz oben. Geht eigentlich schwerer als erwartet. Ich null das mal. Jetzt müssten wir ja ungefähr auf diese 400 mm kommen. Ja, so 408 mm ungefähr. Genau, also das scheint schon so zu funktionieren. So, jetzt gehen wir vielleicht nochmal auf die Konfiguration der Droh ein. Dazu werde ich die mal ein bisschen näher ranzoomen. Ja, so vielleicht. So, dafür muss ich erstmal die Steuerung ausschalten. Nicht die Steuerung, die Droh ausschalten. Um ins Menü zu kommen, muss ich beim Hochfahren der Software von der Droh den Punkt drücken. Also einschalten, Punkt drücken und jetzt sind wir schon in dem Konfigurationsmenü. Es geht los mit der X-Resolution, also der Auflösung in X. Der hat eine Auflösung von 5 Mikrometer. Das würde also soweit schon passen. Y-Auflösung. Jetzt kann ich auch die Richtung angeben, das heißt, wenn ich den Glasmaßstab näher eingebaut habe und merke, dass jetzt zum Beispiel die X- oder die Z-Richtung nicht nach positiv, sondern nach negativ zählt, also anders als ich es haben will, dann kann ich das ändern. Entweder ich gebe eine 1 ein oder eine 0, da wird einfach das Vorzeichen gedreht. Kann ich für X machen, für Y, so lange bis die Achsen in die richtige Richtung laufen. So, hier wäre jetzt eigentlich ein anderer Modus einstellbar, also Milling Mode. Wahrscheinlich Übersetzungsfehler, das soll mit Sicherheit Milling Mode bedeuten. Bei YouTube hatte ich ein Video gesehen und da hat jemand auf die Taste 3 gedrückt und dann ist hier oben Late Mode erschienen. Das scheint es hier bei der SDS2MS mit der Software, die hier aufgespielt ist, nicht zu geben. Ja, deshalb muss ich das jetzt ein bisschen anders machen, weil ich will ja in der X-Achse den Durchmesser sehen. Also von dem Werkstück, was ich drehe, will ich immer den Durchmesser sehen. Da ist es natürlich auch so, wenn ich 1 mm zustelle, dann nimmt der Durchmesser um 2 mm ab. Die einfachste Lösung, die mir jetzt einfallen würde, um das Problem zu lösen, wäre ganz einfach, dass ich in die Auflösung gehe von der X-Achse und stelle jetzt die Auflösung, obwohl er 5 Mikrometer hat, stelle ich es auf 10 Mikrometer, also aufs Doppelte. Und dann würde bei der Zustellung von 1 mm der Durchmesser, die Durchmesseranzeige 2 mm runtergehen. Damit müsste ich dann immer den aktuellen Durchmesser sehen. So, ich gebe hier einfach mal die 10 ein für 10 Mikrometer, obwohl es falsch ist. Und jetzt kann ich auch schon aus dem Menü rausgehen mit dem Punkt. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie das aussieht. Also wir müssten jetzt ja ungefähr die doppelte Länge haben bei dem Glasmaßstab, weil ein Impuls zählt jetzt ja nicht mehr 5 Mikrometer, sondern 10 Mikrometer. Und damit müssten wir so ein bisschen über 800 kommen.
Damit sollte jetzt auch die X-Achse exakt funktionieren. Heute sind jetzt noch die Magnetreader gekommen, also vom Chinesen. Die sind relativ klein, kosten so ein bisschen über 30 Euro. So sieht das dazugehörige Magnetband aus. Das ist einmal das Magnetband und dann noch so ein Metallband, was dann eigentlich hier noch über dieses Magnetband drüber kommt. Das Magnetband hat einfach auf der Unterseite einen Klebestreifen, also es wird einfach aufgeklebt. Ich habe mal ein Stück abgeschnitten und habe das mal hingelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennt. Im Moment zeigt der Reader ein rotes Lämpchen, weil er kein Magnetband hat. Und wenn ich es jetzt hier drauf halte, dann müsste das dann irgendwann blau werden. Rot, blau. Ja. Den Abstand müsste man natürlich noch einigermaßen einstellen. Wie gesagt, hier fehlt auch noch die Metallfolie oberhalb von dem Magnetstreifen. Aber man sieht schon, also er würde auf jeden Fall lesen. Genau, da brauchen wir jetzt am besten ein Aluminiumprofil dafür. Das Magnetband mit einem schönen Aluminiumprofil gibt es auch bei Paulimod. Da ist es nur unwesentlich teurer als beim Chinesen. Aber die Leseköpfe, die sind dann doch schon teurer. Bei Paulimod, da kostet einer, glaube ich, knapp 100 Euro. Wie gesagt, der hier knapp über 30 Euro. So, jetzt ist eigentlich fast alles da. Ich brauche noch ein Aluprofil für die Folie, für das Magnetband. Und dann kann ich mit dem Anbau des Glasmaßstabs und der Magnetfolie und dem Taster hier anfangen. Jetzt kommen wir nochmal zu den Preisen und auch zu den Pin-Belegungen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, ob ihr dieses Anbaumaterial mitbestellt oder nicht. Dann sind es vielleicht 10 Euro Unterschied. Ich denke mal so ab 50 Euro bekommt man diese Droh. Gehen wir ein bisschen weiter runter in die Beschreibung. Also das TTL-Pegel 5 Volt. Ein paar Bildchen. Die Pin-Belegung ist eigentlich noch ganz wichtig. Die muss von den Glasmaßstäben und den Magnetreadern zu der Droh passen. Und hier seht ihr das, was die Droh erwartet. Also auf Pin 6 das A und auf Pin 8 das B. 0 Volt auf Pin 2 und die 5 Volt auf Pin 7. Und wenn ihr jetzt einen Glasmaßstab kauft, müsst ihr halt eben gucken, dass der die gleiche Pin-Belegung hat. Und das ist der Glasmaßstab, den ich für die Z-Achse bestellt habe. 400 mm, auch TTL-Pegel, ungefähr 50 Euro. 3 Meter Leitung hat er. Und hier auch wieder wichtig zu schauen, dass das zu eurer Droh passt. Und das ist hier der Fall. Also die Pins sind passend für die Droh. Man soll auch immer noch beachten, wenn ihr so ein Teil einbaut, da gibt es verschiedene Längen. Einmal das, was ihr braucht an Verfahrweg. Aber es kommt natürlich noch ein bisschen was dazu hier für diese Endkappen. Und wenn ihr noch so eine Abdeckung drüber macht, die ist meistens noch mal ein bisschen breiter. Da muss man schon genau schauen, dass man da die richtige Länge erwischt. Hier ist dann so eine Tabelle drin. Das wäre jetzt meiner und das sind die ganzen Maße. Und das größte Maß, das ist glaube ich die Abdeckung, die ist fast 570 mm lang. Das ist der Magnetreader, den ich bestellt habe, also knapp über 30 Euro. Auch hier müsst ihr wieder schauen, dass die Ausgänge passen und die Pin-Belegung. Wir haben TTL-Pegel. Irgendwo müsste auch wieder die Pin-Belegung kommen. Ja, also auch wieder A auf der 6, B auf der 8. Das passt zu eurer Droh. Weiter vorne im Video hatte ich ja schon mal gesagt, dass das Magnetband bei Paulimod unwesentlich teurer ist als beim Chinesen. Das muss ich nochmal korrigieren. Also wenn ihr einen Reader mit 2 Meter Magnetband kauft, dann seid ihr bei 40 Euro. Also die 2 Meter kosten dann weniger als 10 Euro. Ihr habt dann natürlich kein Aluprofil dabei.
Also bei Paulimod ist das Aluprofil dabei, aber da zahlt ihr für 1 Meter ungefähr 110 Euro. Also ist doch schon ein ordentlicher Preisunterschied. Was ich jetzt hier nicht kaufen konnte, war ein schönes Aluminiumprofil, auf das ich das Magnetband aufkleben kann. Und da bin ich dann noch zu Paulimod gegangen. Bei Paulimod gibt es das Magnetband schon auf der Profilschiene aufgeklebt. Das ist eine sehr dünne Aluschiene. Da ist das Magnetband drauf und da kann man auch das Metall einziehen. Also es gibt ja noch so ein Metallband, was über dem Magnetband ist. Das ist hier schon komplett. Und da haben wir auch relativ kleine Abmessungen. Eine Höhe von 15, eine Tiefe von 9. Das ist ja bei mir in der X-Achse vom Platz her sehr eng. Und da ist diese Schiene, denke ich mal, ganz gut. Und das wird sich dann zeigen, ob das auch funktioniert. Heute ist dann auch noch die Magnetband-Profilschiene von Paulimod angekommen. Das Profil sieht echt super aus, ist winzig mit den Abmessungen von 9 mm tief, 15 mm breit. Ist es also wesentlich kleiner als der Glasmaßstab. Das wäre auch alles soweit schön, wenn es dann nicht ein kleines Problem geben würde. So, hier seht ihr den China-Tastkopf mit dem China-Magnetband. Und das funktioniert einwandfrei. Jetzt kommen wir zu dem mittleren Desaster. Also das ist das von Paulimod mit einer sehr schönen Profilschiene. Magnetband sieht nahezu identisch aus. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Taster erkennt es nicht. Also Magnetband ist nicht gleich Magnetband. Ja, es bleibt mir nur eins. Ich werde das Magnetband rausnehmen und das chinesische reinbauen. Da muss man aber sagen, 40 Euro für dieses kleine Aluprofil, ja, das ist schon ordentlich Geld. Da habe ich jetzt Lehrgeld bezahlt. Aber besser, dass ich den Fehler mache, als ihr. Also ihr wisst es jetzt. Die Magnetbänder mit den Magnetriedern sind nicht unbedingt kompatibel. Auch wenn sie komplett identisch aussehen. Nutzt gerne die Kommentare für Fragen, Antworten und Ideen. Ich überlege gerade, wo man das Magnetband für die X-Achse bei dieser kleinen Maschine am besten montieren sollte. Spindelseitig oder reitstockseitig? Was meint ihr? Ohne Kompromisse geht's wahrscheinlich nicht. Was haltet ihr allgemein von der Kombination Glasmaßstab für Z und Magnetband für die X-Achse bei so einer kleinen Drehmaschine? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, finde ich die Droh für diese kleine Maschine zu groß. Wenn ich nochmals bestellen würde, dann wohl eine kleinere Droh mit Magnetfuß. Kann jemand so eine empfehlen? Das Umstellen von Milling Mode auf Late Mode hat nicht funktioniert. Vielleicht hat jemand von euch auch dafür eine Lösung. Meine Lösung war, einfach die Resolution von 5 auf 10 Mikrometer zu stellen. Was haltet ihr davon? So ihr Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Im zweiten Teil werde ich dann den Zusammenbau zeigen, also wie ich die Magnetbänder und den Glasmaßstab installiere und in Betrieb nehme. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über ein Like freuen. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.